Es gibt diesen einen Moment, den du wahrscheinlich besser kennst, als dir lieb ist. Jemand kaut zu laut, redet ohne Punkt und Komma oder stellt dir eine völlig harmlose Frage. Und in dir kippt sofort etwas. Nicht Wut, eher dieses stille innere Augenrollen. Dieses genervte Ziehen, das leise flüstert, bitte nicht jetzt, nicht nicht schon wieder. Und kaum ist der Gedanke da, meldet sich das schlechte Gewissen. Du fragst dich, ob mit dir irgendwas nicht stimmt, ob du kalt geworden bist, gereizt, ein bisschen menschenfeindlich. Bleib genau deshalb dran. Denn heute drehen wir diesen Gedanken einmal komplett um. Wir reden über die Psychologie von Menschen, denen Menschen auf die Nerven gehen. Und ich verspreche dir, am Ende siehst du dieses Genervtsein mit völlig anderen Augen. Nicht als Fehler in deinem Charakter, sondern als Signal, das dir mehr über dich verrät, als du denkst. Fangen wir mit einer unbequemen Wahrheit an, die dich sofort entlasten wird. Genervt sein ist kein Zeichen dafür, dass du Menschen hasst. Meistens ist es das genaue Gegenteil. Die wenigsten Menschen, die schnell genervt sind, sind kaltherzig. Sie sind überladen. Ihr System nimmt einfach mehr auf als das der anderen und läuft dadurch schneller voll. Stell dir dein Gehirn wie einen Türsteher vor, der jeden Reiz einzeln kontrollieren will. Bei manchen Menschen winkt dieser Türsteher locker alles durch. Bei dir prüft er jedes einzelne Detail. Die Stimme am Nebentisch, das Bein, das unter dem Tisch wippt, der Kollege, der zum 3. Mal dieselbe Geschichte erzählt. Alles landet ungefiltert in deinem Kopf. Forscher nennen diese Veranlagung Sensory Processing Sensitivity, also eine erhöhte Reizverarbeitung. Rund 1/5 aller Menschen trägt sie in sich. Ihr Nervensystem ist feiner eingestellt, nicht schwächer, sondern empfindlicher. Und Empfindlichkeit hat einen Preis. Was für andere Hintergrundrauschen ist, ist für dich Vordergrund. Du kannst es nicht einfach wegdrücken, weil dein Gehirn es schlicht lauter spielt. Jetzt kommt der Teil, der es wirklich interessant macht. Genervt sein hat oft mit zu viel Empathie zu tun, nicht mit zu wenig. Dein Gehirn hat sogenannte Spiegelneuronen. Kleine Zellverbände, die das nachfühlen, was in anderen Menschen vorgeht. Sie helfen dir zu verstehen, wie sich jemand gerade wirklich fühlt. Bei manchen Menschen feuern diese Neuronen leiser. Bei dir feuern sie ziemlich laut. Das heißt, du spürst die Stimmung im Raum, bevor überhaupt jemand ein Wort gesagt hat. Das klingt erstmal wie eine Superkraft und in gewisser Weise ist es das auch. Aber es hat eine dunkle Kehrseite. Du saugst ständig die Emotionen anderer mit auf. Der gestresste Chef, die genervte Kassiererin, der Freund, der pausenlos jammert. Du nimmst all das mit nach Hause, obwohl es nie deins war. Und irgendwann ist der Akku leer. Genau in diesem Zustand entsteht das, was wir als Genervtsein erleben. Es ist gar nicht der Mensch vor dir, der dich stört. Es ist die schiere Menge an Input, die dich überflutet. Und jetzt wird es körperlich. Denn dieses ständige Aufnehmen läuft nicht ohne Folgen ab. Es zieht eine ganz bestimmte Chemikalie hinter sich her, die du vielleicht schon kennst. Ihr Name ist Cortisol, dein Stresshormon. In kurzen Momenten ist es genial. Es macht dich wach und handlungsbereit, wenn wirklich Gefahr droht. Aber dein Gehirn unterscheidet nicht besonders gut zwischen echter Gefahr und sozialem Überdruss. Ein voller Bus, 3 Gespräche gleichzeitig, ständige Unterbrechungen. Für dein System sind das lauter kleine Bedrohungen. Und mit jedem dieser Reize steigt dein Cortisolpegel ein Stück weiter. Wenn das über Stunden so weiterläuft, kommt dein System gar nicht mehr richtig runter. Es bleibt oben. In diesem Zustand reicht dann eine winzige Kleinigkeit, ein einziges falsches Wort, ein zu langes Gespräch und du klappst innerlich zusammen. Nicht, weil du schwach bist, sondern weil dein Tank schon leer war. Deine Amygdala, das Angstzentrum in deinem Kopf, ist dann längst überdreht. Sie schlägt bei allem Alarm. Und dein innerer Erwachsener, der eigentlich beruhigen sollte, ist zu müde, um dagegen zu halten.
Deshalb fühlst du dich abends manchmal so, als hättest du körperlich geschuftet, obwohl du eigentlich nur unter Menschen warst. Dein Nervensystem hat den ganzen Tag Schwerstarbeit geleistet. Und hier müssen wir kurz ehrlich in die dunkle Ecke leuchten. Denn dieses Genervtsein hat eine Grenze, die man leicht überschreitet, ohne es zu merken. Am Anfang nervt dich nur der Lärm, nur die Menge, nur bestimmte Situationen. Das ist völlig normal und noch harmlos. Es ist einfach ein volles System, das Ruhe braucht. Aber wenn du nie gegensteuerst, verschiebt sich langsam etwas. Aus dem gelegentlichen Genervtsein wird eine Grundhaltung. Menschen sind dann nicht mehr anstrengend. Sie sind grundsätzlich das Problem. Du fängst an, dich innerlich über alles lustig zu machen. Du erwartest von jedem das Schlimmste. Du ziehst dich zurück und nennst es Ruhe, obwohl es eigentlich schon Flucht ist. Psychologen kennen dieses Muster. Es nennt sich Zynismus und es ist eine der 3 Kernkomponenten von echtem Ausbrennen. Es ist der Panzer, den dein Kopf baut, um sich vor weiterer Überladung zu schützen. Das Tückische daran ist, dieser Panzer fühlt sich zuerst gut an. Er schützt dich. Aber er hält nicht nur das Nervige draußen, sondern auch alles Schöne. Nähe, Wärme, echte Verbindung. Und irgendwann sitzt du dann alleine da, sicher hinter deinen Mauern und fühlst dich trotzdem leer. Weil der Mensch, der alles Anstrengende ausschließt, am Ende auch alles Nährende ausschließt. Wie erkennst du, wo du gerade stehst? Ganz einfach an einer Frage. Bist du nach Zeit mit Menschen erschöpft, aber im Grunde noch offen? Oder bist du schon grundsätzlich abweisend geworden? Erschöpfung ist gesund. Sie zeigt nur, dass dein Akku leer ist und aufgeladen werden will. Abweisung dagegen ist ein Warnsignal. Sie zeigt, dass der Schutzpanzer anfängt, dein Leben zu bestimmen. Aber jetzt kommt die richtig gute Nachricht. Und die ist überraschend stark. Du musst dein Genervtsein nicht bekämpfen. Du musst es nur verstehen und dann klüger mit ihm umgehen. Der erste Schritt ist der wichtigste. Hör auf, dich für deine Grenzen zu schämen. Du bist kein schlechter Mensch, weil dich Menschenmengen fertig machen. Dein System ist einfach anders gebaut. Ein Auto mit einem feinen Sportmotor braucht besseren Sprit und mehr Pflege als ein robuster Traktor. Das macht es nicht schlechter. Es macht es nur anspruchsvoller. Genauso ist es mit deinem Kopf. Der zweite Schritt ist die bewusste Dosierung. Du musst nicht jeden Reiz aufnehmen, der dir angeboten wird. Du darfst filtern. Nicht jedes Gespräch braucht dich, nicht jede Runde muss deine sein. Ein kraftvolles kleines Wort hilft dir dabei. Nein, jedes Nein zu etwas, das dich auslaugt, ist ein Ja zu deiner eigenen Energie. Und diese Energie ist wertvoller, als du glaubst. Der dritte Schritt ist echte Stille, und zwar bewusst. Nicht Handy scrollen, das ist nur eine andere Form von Reiz, sondern wirkliche Leere. Ein Spaziergang ohne Kopfhörer, 10 Minuten am Fenster, einfach nichts. Das fühlt sich am Anfang fast unangenehm an, weil dein überdrehtes Gehirn Stille nicht mehr gewohnt ist. Aber genau dort schaltet es endlich vom Alarm in den Reparaturmodus zurück. Und dann passiert etwas Schönes. Wenn du deine Energie gut managst, wenn du dich vorher schützt, statt dich hinterher zu ärgern, verschwindet ein Großteil deines Genervtseins von ganz allein. Denn du warst nie ein kalter Mensch. Du warst nur ein voller Mensch, der nie gelernt hat, sich rechtzeitig zu leeren. Und das kann man lernen, Tag für Tag, ein Stück nach dem anderen. Menschen, denen Menschen nerven, sind oft die aufmerksamsten Beobachter im Raum. Sie sehen die feinen Zwischentöne, die anderen entgehen. Sie sind nicht menschenfeindlich, sie sind menschenmüde. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Jetzt kommt noch ein Gedanke, der das Ganze auf eine größere Ebene hebt. Vielleicht liegt dein Genervtsein gar nicht nur an dir. Vielleicht liegt es auch daran, wo und wie du lebst. Denn ob dein feines System ständig überläuft oder in Ruhe atmen kann, hängt enorm von deinem Umfeld ab. Von der Enge, den Regeln, dem unausgesprochenen Druck, der in einer ganzen Gesellschaft steckt. Manche Umgebungen reiben empfindliche Menschen förmlich auf.
Die ständige Direktheit, die vielen ungeschriebenen Regeln, das Gefühl, ständig bewertet zu werden. All das kann dein Nervensystem dauerhaft unter Strom halten. Warum das Leben in Deutschland so viele Menschen still zermürbt, obwohl von außen alles geordnet aussieht, und was psychologisch wirklich dahinter steckt. Darum geht es im verlinkten Video. Denn manchmal liegt der Grund für deine Erschöpfung nicht in dir, sondern in dem System, in dem du jeden Tag funktionieren musst.